Wir schauen live zu unserem US-Korrespondenten Michael Wüllenweber. Der ist natürlich vor Ort in Chicago. Und Michael, ich sehe, du bist nicht allein. Ja, so sieht es aus. Bei mir ist der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jürgen Hart. Und der war natürlich gestern auch mit dabei. Und da wollen wir gleich als erstes mal fragen, was sein Eindruck ist. Glauben Sie, Herr Hart, dass Kamala Harris Präsidentin wird? Mit Vorhersagen sollte man vorsichtig sein, insbesondere nach den Erfahrungen von vor 8 Jahren, wo wir auch alle davon ausgegangen sind, dass Clinton das macht gegen Trump. Aber ich habe schon das Gefühl auf der Convention gestern, man kommt gar nicht auf die Idee, dass jemals jemand anders als Präsidentschaftskandidat im Gespräch war, außer Kamala Harris. Und bis vor 4,5 Wochen war es ja noch der amtierende Präsident Biden, der gestern unter großem Jubel der Delegierten sein Farewell gegeben hat und die Geschlossenheit hinter Biden, aber eben auch hinter der neuen Spitzenkandidatin ist schon ein schönes Vorbild. Wenn wir das in Deutschland bei der letzten Bundestagswahl bei der CDU auch gehabt hätten, dann wäre es, glaube ich, anders gelaufen. Also da wollte ich Sie schon nachgefragt haben. Da wird man doch als deutscher Parteipolitiker bei solch einer Show eigentlich doch richtig neidisch. Ja, irgendwo dazwischen muss die Wahrheit liegen. Wenn wir mit amerikanischen Kolleginnen und Kollegen reden und ihnen erklären, wie unsere Parteitage ablaufen, dass jeder Delegierte sich zu Wort melden kann, dass wir stundenlang über Anträge diskutieren, dass vielleicht auch was beschlossen wird, was gar nicht vom Vorstand und vom Parteivorsitzenden so gewünscht war, da gucken die uns ungläubig an. Das ist natürlich bei uns anders. Bei uns wird Politik auf einem solchen Parteitag gestaltet. Hier wird Politik inszeniert. Aber ich füge hinzu, es ist nicht nur eine perfekte Inszenierung gewesen gestern und es wird wahrscheinlich so weitergehen die nächsten 3 Tage, sondern es ist auch glaubwürdig. Also keiner von denen, der gestern gesprochen hat, hätte man jetzt das Gefühl, er sagt das nur aus reiner Höflichkeit, sondern das waren alles überzeugende Plädoyers und so haben die Delegierten das auch aufgenommen. Als deutscher Außenpolitiker fällt da einem nicht ein Stein vom Herzen, wenn man auf die letzten 4 Wochen zurückschaut? Also es ist natürlich eine Entwicklung in Amerika, die disruptiv ist, die etwas verändert hat. Und natürlich jeder Demokrat findet das eigentlich nicht schlecht, wenn Dinge aus eingefahrenen Kreisen mal rausgehen. Und in so einer Situation, in der die Demokraten waren, die steckten ja ein bisschen in der Sackgasse, jetzt quasi dieser Befreiungsschlag erfolgt ist. Aber was die Außen- und Sicherheitspolitik angeht, auch was die Außenhandelspolitik angeht, glaube ich, werden wir uns bei einer Präsidentin Kamala Harris, vielleicht auch abhängig davon, wer im Kongress die Mehrheit hat, das könnte ja durchaus sein, dass die Republikaner im Kongress eine Mehrheit haben, dass wir uns auf die gleichen unangenehmen Fragen, warum tut ihr nicht mehr für die Verteidigung, warum seid ihr so sanft gegenüber China, zum Beispiel, dass wir solche Fragen von ihr in schöneren, gesetzteren Worten, konzilianter vorgetragen bekommen, aber in der Substanz genauso hart, wie wir das von einem polternden Donald Trump ja aus der ersten Amtszeit gewohnt sind. Ja, in der Sache vielleicht tatsächlich hat man da unter Umständen Ansätze, die man vergleichen könnte, dann, wie Sie schon sagten, was mehr tun fürs Militär. Aber wir müssen nicht mehr Angst haben, dass Donald Trump oder dass sich die Amerikaner besser, wenn Kamala Harris gewinnen sollte, sich abwendet, aus der NATO rausgeht, die Gelder kürzt oder überhaupt nichts mehr gibt für die Ukraine. Also die Sorge ist doch weg. Also es müssen doch eigentlich ja nach dem Feuerwerk gestern Abend auch Feuerwerke in Deutschland abgefeuert werden, in der Hoffnung natürlich darauf, dass Harris gewinnt. Auch wenn ich mit dem einen oder anderen Punkt der innenpolitischen Agenda von Kamala Harris nicht einhergehe, das ist ja eher eine Politik, die man in Deutschland links von der Mitte verorten würde, glaube ich, dass Sie recht haben mit Ihrer Analyse in der Außen- und Sicherheitspolitik. Ist das eine klare Entspannung für uns, wenn es so käme, dass Kamala Harris tatsächlich Präsidentin wird. In der internationalen Handelspolitik müssen wir auch bei ihr sicherlich alle Versuchungen ihrerseits zu vermeiden, dass sie mit Protektionismus versucht, eben Arbeitnehmerwünschen hier in Amerika zu entsprechen, dass sie eine Freihandelspräsidentin wird, dass Trump auch ein Freihandelspräsident wird. Das ist eine Frage, die auch ein Stück weit in unseren Händen liegt, weil wir als Europäische Union natürlich gerade zum Beispiel in der China-Politik auch unsererseits Vorschläge machen müssen an die Amerikaner, was wir denn gemeinsam besser machen können. Herr Hart, Sie sagten gerade eben, aus innenpolitischer Sicht würde ich ja das ein oder andere anders sehen. Das liegt irgendwie auf der Hand. Aber da fällt mir eigentlich nur zu ein, dass Friedrich Merz aus Trumpscher Sicht eigentlich ja ein Linker ist. Ja, und das, was wir als linke Politik in Amerika bezeichnen,
liegt natürlich irgendwo so bei christlich-demokratischer Arbeitnehmerschaft und Mitte der SPD. Also es ist eigentlich das politische Spektrum insgesamt etwas weiter rechtsliberal verschoben in Amerika. Das liegt am Selbstverständnis dieses Landes. Die Menschen sind als Bürgerinnen und Bürger, glaube ich, viel mehr Selbstständigkeit und Selbstbewusstheit gewohnt, als das bei uns die Tradition in der Politik ist, dass man doch versucht, die Dinge alle in einem Guss zu machen, dass man versucht, alle mitzunehmen. Hier ist ein Stück weit Chaos auch in der Politik Teil des Systems. Und es entstehen dadurch ja tatsächlich auch manchmal Dinge, die komplett neu sind und die das Land voranbringen. Und das wäre vielleicht auch bei uns gut in Deutschland, wenn ab und zu mal Wege beschritten werden würden, die man gegenwärtig noch nicht für mehrheitsfähig hält, weil wir ja doch, wenn wir einfach nur so weiterwursteln, ein Stück zurückfallen. Europa und Deutschland sind im Vergleich zu China und Amerika, die großen Wirtschaftskonkurrenten, Mitbewerber, zurückgefallen. Die Lücke zwischen der chinesischen und der amerikanischen Wirtschaftsentwicklung und der europäischen und deutschen ist größer geworden. Und das ist in erster Linie etwas an die Adresse der deutschen Regierung. Ja, vielen Dank. Ich kann Sie, glaube ich, zusammenfassen. Ihnen ist ein Stein vom Herzen gefallen bei der Betrachtung der letzten Wochen. Ich glaube, das darf ich mir erlauben, es so zu formulieren und damit zurück zu euch ins Studio.